Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Vampyr. So, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich die letzte Session gemacht habe. Das Spiel hat mich ziemlich gefuchst, muss ich sagen. Und deswegen muss ich jetzt auch direkt weiterspielen. So ein Stündchen vielleicht. Oder anderthalb, bevor dann der nächste Stream losgeht. Aber so ein bisschen können wir uns schon noch hier umschauen. Ich frage mich ja ein bisschen... Ich habe gelesen, dass es nicht so viel Sinn macht, Dinge, die man findet, zu verkaufen, weil es einfach nicht so viel einbringt. Dann frage ich mich doch tatsächlich, wie man denn sonst wirklich viel Geld machen soll. Weil so ein blauer Griff, wie wir den jetzt bräuchten, der kostet ja, glaube ich, 75 Schilling. Was viel ist. Finde ich. So, wir müssen jetzt wieder zur Lady Ashbury. Oder wie sie hieß. Hier waren wir auch überall schon. Wir könnten mal hier durchlaufen, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das war zu. Hier müssten wir eigentlich langkommen. Dann gehen wir mal hier oben lang. Oh. Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Even my dreams are soaked with glue. Aha. Ja, wir hatten auch noch ein paar. Es wäre richtig gut, wenn wir sehen könnten, welche Nebenmissionen wir eigentlich aktiv haben. Junge, du stehst im Weg. Is there only pain and suffering in this world? Ja. Clearly. It's locked. Wieso ist immer... Oh. Kenntnisse, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie bla, Schwierigkeit, bla, kranker Sohn, bla, verstorbene Gattin, unsere Firmenpolitik, einen ehemaligen Verbrecher, möge Gott Ihnen beistehen. Professioneller Vampyr-Jäger. Diese Clarence, ne? Die sollten wir uns mal vorknüpfen. Die hatet voll gegen uns. Ah. Okay. Ey, boy. Hey, Mann. So, I'm not bothered. What could be... do you need any medical? Yes, I do. You'll feel better with them. I'm not sure I'm happy with the idea of living... Persönliche Fragen. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reid. Or it's this life. It's like I can't find my place. Aber ein sehr deprimierter Junge. Forgive my bluntness, young man,
But you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the... You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which... My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to... That's all I have to say. Haben wir jetzt? Wie viele Hinweise haben wir denn jetzt zu dem? Ah! Einen bräuchten wir noch. Goodbye, young man. Goodbye. Even my dreams are soaked with gloom. Oh. Jared Lewis? You again? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than... Since the criminal nature of your... No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my... Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She got... Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Er ist ja nicht so positiv über seinen Jungen. Okay. Goodbye, Mr. Peterson. Goodbye, Mr. Peterson. Na gut. Ja, wir sehen hier wirklich nicht, wo und ob wir so eine blöde Nebenquest haben. Das ist aber sehr ärgerlich. Zwei fehlen uns noch. Naja. So. Wo müssen wir denn lang? Ah ja. Die Tür ist so ernsthaft, kommen wir da nicht durch? Ah doch. Die Tür wurde aufgeschlossen, ne? Das ist doch sehr erfreulich. Wir jetzt hier nach links können. Bin immer noch neugierig, wer das hier oben ist. Genau.
Oh, falsche Taste. Bleiben Sie zu Hause. Guck mal da in die Sackgasse. Ich glaube, das war gerade der Kanal. Oh ja. Das ist ja, Alter! Blöden Kanalbestien. Hallo. Das klingt ja ein bisschen elendig hier. Nicht rein. Uiuiui. Uiuiui. Was bist denn du für einer? Oh. Okay. Nicht schlecht. Ein Wollschal. Genau, aber Woll, okay. Ach, das ist ein Questgegenstand? Ich bin ja hier noch auf der Suche nach einem Messer. Nach diesem komischen Messer von dem Typen da. I can't believe I'm doing this. Disgusting. Ist so eine Heulsuse. Aber guck doch mal, was wir alles Cooles machen können. Unser Bild macht echt wenig Schaden. Muss ich mal so sagen. Müssen sie nicht in der Öffentlichkeit. Die müssten wir dann noch ein bisschen leveln. Gehen hier vorne nochmal nach links, damit wir auch alles mitgenommen haben.
not a place. Get them weapons out! Die, Bernie! Stay back, beast! Gib mir Blut. Oh, der ist ein bisschen unempfindlich gegen meinen. Stop! Vampire! Leck. Alter. Mit dir. Stay back, beast! Mit deinem blöden Leuchteding. Nein! Oh. Scheiße, der war doch fast tot. Oh. Hab ich gesehen. Wedel doch nicht so mit deiner blöden Fackel rum. Na schön, dann gehen wir eben nicht da lang. Dann gehen wir eben erst zurück zu Lady Ashbury und danach da lang. Warte mal, da lang.